Hello, good morning! Herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 3. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Diesen Dezember möchte ich euch mitnehmen durch meinen Alltag am anderen Ende der Welt und euch erwartet ein Video von Montag bis Freitag. Wie geht's euch? Wie steht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich war gestern ein bisschen später im Bett, nachdem wir ja aus waren mit unserem Freund und seiner Schwester. Und heute geht es für mich in die Arbeit. Ich habe mein erstes Meeting in der Arbeit um 11 Uhr. Und es ist jetzt 9 Uhr, ich bin jetzt gerade am Frühstücken. Ich habe schon den Garten gegossen und so, habe ich leider vergessen zu filmen. Aber das mache ich jeden Tag, also. Ich muss jetzt dann auf jeden Fall noch eine große Runde Gassi gehen, weil ich fast den ganzen Tag in der Arbeit sein werde. Also ich gehe relativ spät los, aber trotzdem. Und ja, jetzt werde ich frühstücken, meine Mails checken, ein bisschen Kleinkram machen und dann geht's los Richtung Universität. Übrigens sagt ihr mir immer wieder, wie schnell meine Haare wachsen und ich wollte euch mal einen Tipp geben, der für mich voll gut funktioniert. Und zwar habe ich diese Nahrungsergänzungsmittel vom DM und ich nehme die Tabletten schon, also ich nehme die nicht durchgängig, ich nehme die phasenweise, eine Packung ungefähr einmal im Jahr. Ich glaube, eine Packung reicht so für 2 Monate, manchmal mache ich auch ein Jahr Pause. Aber das erste Mal habe ich die genommen, glaube ich, vor über 10 Jahren, bevor ich YouTube gemacht habe. Und ihr wisst ja, meine Haarreise, ich hatte ja alle möglichen Haare und so, Frisuren und so. Und ich habe immer, also meine Haare wachsen immer sehr schnell und ich glaube, viel habe ich tatsächlich diesen Tabletten zu verdanken. Das ist von Mivolis Haarvital-Komplex vom DM. So heißt das und das ist in so einem weißen Karton. Und dieser Karton steht bei den Nahrungsergänzungsmitteln im DM. Also wenn ihr Probleme habt mit Haarwachstum, für mich machen die einen Unterschied. Ich kann natürlich nichts versprechen, dann nimmt man einen am Tag. Aber für mich persönlich hat es schon immer einen Unterschied gemacht. Als ich jünger war, noch mehr. Wobei ich habe es jetzt auch, ich vergesse manchmal eine zu nehmen. Vielleicht würde man es mehr merken, wenn man es tatsächlich jeden Tag durchzieht. Naja, jedenfalls random Side Fact. Das nehme ich, damit meine Haare schneller wachsen. So, ich bin fertig gemacht. Ich bin fertig gemacht. Wir waren Gassi und jetzt kriegt er schon vorzeitig sein Mittagessen. Es ist nämlich eigentlich erst 10. Und ich gehe jetzt mal in die Arbeit und nehme euch mit. Es gibt ein paar Sachen, die habe ich euch noch nicht erzählt über meine Arbeit und das werde ich jetzt hier nachholen, damit ihr den Zusammenhang so ein kleines bisschen besser verstehen könnt. Was ich noch nie erwähnt habe, ist, dass ich nämlich an der gleichen Universität arbeite wie mein Mann, allerdings nicht im gleichen Institut wie er, sondern in einem anderen Institut und das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun, die sind gar nicht miteinander verbunden. Aber ich habe die Arbeit bekommen über einen Freund von uns, der auch an der Uni arbeitet. Was das Ganze bedeutet, ist, dass ein Großteil unseres Freundes- und Bekanntenkreises und wir alle an der gleichen Universität arbeiten. Das heißt, ich habe dort nicht nur meine Kollegen, mit denen ich arbeite, sondern auch verschiedene Freunde, die in anderen Stellen arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich zur Uni gehe, treffe ich sehr viele Leute, die ich kenne. Teilweise Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe eben und teilweise Leute, mit denen ich nur privat zu tun habe. Das heißt, wenn ich an der Uni bin, habe ich auch des Öfteren mal coole Kaffeepausen oder kann mit verschiedenen Leuten Mittagessen gehen, was total schön ist. Hier seht ihr gerade Material aus einem Labor. Und zwar wird mir da gerade von Freunden von uns ein neues Gerät im Labor gezeigt. Das ist nicht das Labor, mit dem ich zusammenarbeite, also ich mache keinen Content über dieses eine wissenschaftliche Gerät, aber sie haben es mir trotzdem gezeigt, einfach weil sie natürlich excited darüber sind und weil es was Neues ist. Das ist mein Arbeitsplatz und das ist die Aussicht von dem Gebäude, in dem ich arbeite. So viel zum Thema Uni. Danach bin ich dann nach Hause gefahren und direkt in die Dusche und es geht relativ abrupt weiter. Die Handwerker sind gerade gekommen, bringen Material.
für die Terrasse. Hast du die Leiter schon gemacht? Aus dem Keller? Con cuidado. Perfekt. Funciona súper bien. Mucho mejor que por dentro. Sí. Ich war eigentlich komme gerade frisch aus der Dusche. Bin von der Arbeit heimgekommen, habe kurz gegessen und jetzt geduscht. Und das ist die Jungs, die jetzt da sind, das sind die gleichen, die den Keller gemacht haben. Und wir haben bei denen jetzt noch Sachen auf der Terrasse in Auftrag gegeben und die bringen jetzt gerade das Material hoch. Und diese Stangen waren, glaube ich, jetzt 3 Meter. Die haben sie mit Maxi jetzt außen quasi vorne über die Balkone hochgereicht. Wir haben ja auch die Matratze so hochgebracht, bloß diesmal noch ein Stockwerk höher. Und jetzt holen sie, glaube ich, noch mehr Sachen, die sie dann aber über das Treppenhaus hochbringen wollen. Und ich bin eigentlich gerade frisch aus der Dusche. So, schauen wir uns mal das Chaos an. Beziehungsweise, ich glaube, so viel Chaos ist es eigentlich gar nicht. Ah ja. Nee, also nur hier ein paar Rohre, diese Metallrohre. Ah ja, und hier auch noch so Tubus. Mehr ist es noch nicht. Ansonsten ist hier noch nichts passiert auf der Terrasse. Also wir haben ja dieses Eck hier. Und was wir machen wollen, ist hier eine Bar installieren auf dieser Mauer. Und unter den Grill kommt ein Schrank, dass man hier was verstauen kann. Und dass die Gasflasche so versteckt ist und so. Genau, damit das alles schön ist. Und dann haben wir hier die Bar. Und hier wird ein Waschbecken noch hingebaut, weil wenn wir hier oben grillen und so, das ist mega konvenient, wenn man ein Waschbecken hat, wenn man halt quasi hier die Hände waschen kann und auch die Lebensmittel halt nochmal abspülen kann und hier oben schneiden kann und so. Genau, das lassen wir installieren von Michael. Der hat es super gemacht bei uns im Keller. Die Waschküche kennt ihr ja, war ja vorher komplett leer. Genau. Habt ihr schon mal den Ausblick gesehen auf die Berge von hier? Also irgendwann sitzt man dann hier an der Bar und schaut hier auf die Anden. Das ist so ein schöner Ausblick. Oh, das da hinten ist, glaube ich, der Plomo. Das ist dann auch schon die Grenze zu Argentinien, weil Chile ist super schmal. Und der hat, glaube ich, hat er über 5000, glaube ich, der Plomo. Wenn es der Plomo ist, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Oder ist der Plomo noch weiter ums Eck? Ah, nee, das ist, glaube ich, der Plomo. Der da. Und da ist dann die Grenze zu Argentinien. Ach ja, genau. Das ist unser Ausblick. Mensch, Leute, die Zeit ist gerast. Die Handwerker haben uns jetzt, also beziehungsweise der Michael, der Chef, dem wir den Auftrag gegeben haben, der hat uns jetzt gerade noch das Design vorgestellt. Wir sind mega zufrieden. Das wird heute ist ja Freitag, am Montag legen sie los. Und dann ist es wahrscheinlich schon den Montag drauf, also nach einer Woche schon fertig. Ich bin super excited, oh Gott. Also wie gesagt, 2 Schränke rechts und links, mit einem Waschbecken, das eine und das andere für den Grill und die Bar. Und dann müssen wir noch Stühle kaufen und dann haben wir eine Bar auf der Terrasse. Boah, da freue ich mich schon mega drauf. Und jetzt will das kleine Waschbecken nochmal raus Pipi machen und danach gehe ich, glaube ich, oh langsam, ich habe ja schon geduscht und alles, gehe ich, glaube ich, ins Bett und lese noch ein bisschen mit dem Kindle. Aber jetzt gehe ich erstmal kurz vor die Tür mit ihm. Hello, ich bin dann tatsächlich direkt ins Bett. Ich wollte noch sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich werde euch in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr von mir aus der Arbeit zeigen und vielleicht werde ich euch sogar den ein oder anderen Arbeitskollegen, Schrägstrich, Freund, Freundin aus der Uni vorstellen. Bis morgen, ihr Lieben. Adios.